everybody. German? English, German? I have to say I'm gonna switch to my native language any moment now. I just wanted to let you know that I'm gonna try to add subtitles this time. I've never done it before, so we'll see how it's gonna go. But to anybody out there who's not gonna be able to understand me in just a bit, you might wanna check out this little feature. Yeah, and let's get started in German. Ich habe mich dieses Wochenende auf den Weg zu Freda gemacht. Ich habe meine Koffer gepackt und auf ging's nach Seattle. Und oh, an der Stelle liebe Grüße an Fred von Agnes. Und übrigens, hello everybody ist noch immer stuck in my head. Eigentlich wollte ich mit dem hätte ich echt das Video anfangen können. Naja, egal, zurück zum Thema. Jedenfalls haben wir haben da unsere Köpfe zusammengesteckt und uns überlegt, welche Ratschläge hätten wir damals als Neulings-Au-pair, Frischling, so am Anfang von unserem Abenteuer gerne gehört, oder was sind wir froh, dass wir gemacht haben, oder was bereuen wir einfach, was haben wir so dazugelernt, was könnten wir weitergeben, und haben uns da echt eine lange Liste überlegt, und die könnte noch viel länger werden, haben es dann gefilmt. Das wurde dann leider nicht so wirklich, aus unterschiedlichen Gründen, weil es zu lang war, weil wir einfach beide gerne reden, weil die Kamera gestorben ist, bla bla bla. Freda hat das dann, so lieb wie sie ist, fertig gedreht und hat unsere Liste eben an euch, mit euch geteilt. Aber seitdem ist dieser Gedanke irgendwie nicht so ganz aus meinem Kopf gegangen, und ich habe immer noch so überlegt, ja, stimmt, und das bin ich auch froh, dass ich gemacht habe, oder das wünschte ich auch, dass ich gemacht habe. Deswegen habe ich mir gedacht, ich teile die letzten paar Ideen jetzt auch noch mit euch. Und das sind jetzt nicht die most important Ratschläge, die es so gibt für Au-pairs. Es ist jetzt nicht so organisatorisches, was muss gepackt werden, was ist wichtig, was nimmst du an Kleidung mit, es sind so kleine, es sind so kleine, feine Ideen oder Dinge, die ich gemacht habe, wo ich mich freue, dass ich sie gemacht habe, oder die ich wünschte, dass ich gemacht habe. Also hören wir jetzt auf zu reden, ich fange einfach an. Los geht's! Als ich am 6. Oktober mit gepackten Koffern dann am Flughafen stand, mich von meinen Lieblingsmenschen verabschiedet habe, durch die Security gehopst bin mit verweintem Gesicht, oder noch immer weinendem Gesicht eigentlich, um genau zu sein. Egal, dann saß man dann irgendwann im Flieger, und wenn ihr dann im Flugzeug sitzt, dann kann man da so circa alles machen, von Fotos anschauen mit trauriger Musik oder einfach den, der neben dir sitzt, nerven, indem man ihn einfach die ganze Zeit anheult und ihm seine Lebensgeschichte erzählt, oder sich durch die Filme durchklicksen und von Frozen bis weiß nicht was alles anschauen. Los geht's, macht es, ihr habt 9 Stunden Zeit, go for it. Aber wenn ihr einen Moment habt, dann nehmt euch einen Zettel, nehmt euch einen Stift und schreibt einen Brief an euch selbst. Jo, jetzt denkt ihr euch vielleicht, das ist super kitschig oder was auch nicht, oder was auch immer, tu es einfach. Wirklich, schreib einen Brief an dich selbst und schreib einfach auf, was du dir gerade denkst. Du hast genug Gedanken in deinem Kopf, das kann ich dir garantieren. Weil mein Hirn war about to explode, als ich da im Flugzeug saß. Und dann habe ich das Ganze in ein Briefkuvert gesteckt, zugeklebt und hinten in mein Diary reingeklebt. Und dieser Brief wurde seitdem auch nicht geöffnet. Und der wird auch nicht geöffnet werden, bis ich im Flieger wieder am Weg nach Hause sitze. Und ich finde, das ist einfach eine coole Idee, um sich selber zu zeigen, wie viel man in diesem Jahr dazugelernt hat, wie sehr man sich verändert hat als Persönlichkeit, hoffentlich zum Guten. Und es ist einfach schön zu sehen, wie ahnungslos man in Bezug auf sein Au-pair-Jahr am Anfang war und mit wie vielen Erfahrungen und Eindrücken man dann einfach heimgeht. Und ja, ich finde das eine liebe Idee, also bereuen werde ich es nicht, deswegen dachte ich mir, ich teile das auch so kurz mit euch. Und das Zweite ist halt dann noch, das geht so along those lines, haltet euer Jahr in irgendeiner Form fest. Ich meine, es ist echt egal, ihr könnt am Ende des Monats so eine Liste, also immer während des Mitschreiben und am Ende des Monats dann so einen kurzen Recap verfassen, einfach hinschreiben, so was habe ich gemacht, was waren die Highlights des Monats, was waren so kleine besondere Momente. Oder ihr macht einen Blog, ist egal ob privat oder öffentlich. Blog ist halt auch wieder cool, weil man dann eben mit den Leuten zu Hause teilen kann, was man hier macht. Und man muss nicht jedem einzelnen 13 Mal erzählen, dass man in San Francisco war oder bla 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 das und das gesehen hat. Oder macht einen YouTube-Channel, es ist komplett wurscht. Es kann aber auch einfach nur ein Tagebuch sein, was genauso wertvoll ist, wenn nicht sogar teilweise wertvoller. Und ich habe es am Anfang wirklich konsequent durchgezogen, Tagebuch zu schreiben, dann leider nicht mehr. Was ich jetzt im Nachhinein auch bereue, weil es ist einfach genial, wie wenn ich mir das jetzt anschaue,
es wirkt einfach, als hätte das eine andere Person geschrieben. Und ich habe eben auch dann im Flugzeug da auch was reingeschrieben und dann steht da halt einfach so, ja, jetzt fliege ich gerade über den großen Teich. 4 Stunden und 46 Minuten sind noch hours left. So, daheim ist es gerade fast 3. Ich stelle mir lieber mal nicht vor, was alle gerade machen. Dass es einfach ohne mir weitergeht, ohne mich, ohne mir, egal. Dass es einfach ohne mir weitergeht, tut schon weh. Aber es geht mir gut, glaube ich jedenfalls. Meld mich wieder, hoffentlich klappt alles. Hashtag pray for Agnes. Und dann geht's hier weiter, a few hours later. Der Hashtag hat funktioniert. Das Warten am Zoll war zwar mega hart, aber es hat funktioniert. Nur der Mann im Flugzeug neben mir war ein kompletter Hugo. Und so weiter geht's dann halt auch einfach von der New York City Tour und wie es mir so in der Orientation gegangen ist. Also da am Anfang habe ich wirklich, wirklich brav dieses Journal geschrieben, was ich mir jetzt eben im Nachhinein echt gerne durchlese. Oder da eben, wo ich aufgeschrieben habe, wie ich die Familie zum ersten Mal gesehen habe. So, ich wüsste gar nicht mehr, wie ich mich da gefühlt habe. Hätte ich nicht, oder nicht exakt diese Gedanken, hätte ich nicht so ein bisschen gejournalt. Und falls das was ist, was ihr auch gerne nach diesem Jahr hättet, dann würde ich das wirklich anfangen. Und etwas, was ich wünschte, dass ich gemacht hätte, ist so, also diese App habe ich meine, die gibt es eh schon ewig, denke ich mal, aber ich habe nicht daran gedacht, ist diese Daily Picture App, wie heißt denn das? Ich glaube 1 Second Every Day oder so. Und da macht man einfach jeden Tag ein Bild. Und das wird dann so zu einem Video zusammengeschnitten am Ende. Und stell dir vor, du hast von deinem ganzen Au-pair-Jahr so ein Everyday Picture Video Ding. Ist das nicht? Also ich weiß nicht, ich finde diese Vorstellung echt cool. Ich überlege jetzt, das noch jetzt irgendwie anzufangen, aber ich glaube, das zahlt sich jetzt nicht mehr aus. Aber ich finde auch, weil ich jetzt gerade denke, ich will ja nicht jeden Tag dann einfach ein Selfie haben. Ich finde, das muss nicht so Selfie-mäßig ausgelegt sein. Ich würde einfach so jeden Tag dann ein Bild von irgendwas Besonderem, also was an diesem Tag einfach besonders war, machen. Und dann hat man einfach, auch wenn man nur eine Kinoeintrittskarte fotografiert, dann hat man halt einfach von 365 Tagen so ein cooles Video. Also ich wünschte, ich hätte es gemacht. Also falls irgendwer da draußen Lust hat, fangt das an, weil wann, wenn nicht jetzt? Und ja, das finde ich ist... Ich hätte es gemacht. Aber egal. Hat man dann diesen ganzen Reisewahnsinn überstanden, dann stehen die Orientation Days am Programm. Und ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich vor meinem Jahr nicht nur Positives davon gehört habe. Und ich kann jetzt auch nur für IFS sprechen, weil ich mit dieser Agentur eben hier bin. Aber da wurde ich echt vom Gegenteil überzeugt. Es war einfach wirklich, was ich da am Anfang meines Jahres noch gebraucht habe. Die Instructorin, oder wie sagt man da? Jedenfalls die Person, die das halt geleitet hat, meine Gruppe, das war die Jodie. Und die hat einfach, erstens mal ist das ein herzensguter Mensch, die hat Worte gefunden, um so uns Frischlings-Au-pairs einfach nochmal so richtig zu preppen und einfach uns Mut zu geben oder uns ein paar Ängste zu nehmen oder ja, einfach nur lustige Zeit eigentlich miteinander zu verbringen. Und natürlich war jetzt nicht alles super lustig und der Erste-Hilfe-Kurs war langsam zart oder manchmal zart. Und es war auch echt intensive, also das sage ich ja nicht, aber es war hilfreich und dieser Erste-Hilfe-Kurs war zum Beispiel für mich wertvoll, weil ich wusste nicht, was ich jetzt genau machen soll, wenn mein Kind da halb erstickt und so Zeug. Also das hat mir echt Sicherheit gegeben, also war es was ich gebraucht habe und bin im Nachhinein froh, dass es das gab. Deswegen würde ich einfach sagen, seid wirklich unvoreingenommen und offen diesen Orientation Days gegenüber, weil so übel sind die echt nicht. Und ich würde auch offen gegenüber den anderen Au-pairs sein, weil so als Deutschsprachiger läuft man halt sehr leicht auf die Gefahr hin. Warte, das war nicht Deutsch, egal. Übrigens, deutschsprachig und Deutsch sprechen ist echt Okay, wirklich, lasse mich das jetzt einmal noch probieren. Als Deutschsprachiger ist man halt sehr dazu geneigt, sich so mit seinen Leuten so zu unterhalten, ob Deutsch oder Österreicher jetzt, ist ja egal. Und da sind auch wirklich ein Haufen Deutsche und Österreicher auf diesen Orientation Days. Aber ich will trotzdem versuchen, so auch anderen Kulturen jetzt offen zu sein. Und weil ich zum Beispiel saß im Bus und habe dann so ein paar Leute beobachtet, wie ich das so mache, so mein People-Watching. Und dann sehe ich da so ein Mädel und denke mir nur so, ja,
du bist aber schon ein bisschen komisch, also von allen den Leuten, die ich da so sehe, ich kann mit euch allen in ein Zimmer gehen, bitte aber nicht die. Mit wem kam ich in ein Zimmer? Natürlich genau mit dem Mädel. Und im Nachhinein, was stellt sich heraus? Ich habe mich auf diesen ganzen Orientation Days mit keinem so gut verstanden wie mit ihr. Wir sind jetzt noch in Kontakt, werden uns besuchen fahren, bla 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 bla. Also Fazit ist, seid offen und auch anderen Kulturen eben gegenüber, weil ja, man weiß nie, mit wem man sich gut versteht. Ich bin wieder da und zwar, wo war ich? Genau, man kommt dann eben am Zielflughafen an und ist about to meet the host family und super excited und alles. Und dann hat man eben diese super schöne Vorstellung, dass man sich so vielleicht noch in Slow-Mo entgegenläuft und die Kinder umarmen dich und überreichen Welcome Signs und alles ist super happy und oh. Und es ist auch wirklich ein schöner Moment, aber ich will trotzdem nicht die Erwartungen jetzt so hochschrauben oder vielleicht war das nur ein Ding, das ich gemacht habe, dass ich mir das so unglaublich groß ausgemalt habe. Weil nein, an dem ersten Abend reicht es komplett, wenn die Gasteltern dein Lächeln süß finden und sich denken, ach, die ist süß. Oder wenn die Hostmam was Liebes gesagt hat und du dir überlegst, ja, das könnte echt klappen. Oder das Kind einmal lacht und einfach ganz herzlich reinschaut, dann passt das. Ihr habt dann wirklich ein Jahr Zeit, euch kennen und hoffentlich lieben zu lernen. Und ja, im Nachhinein denke ich mir einfach, es passt echt und einfach nicht super hohe Erwartungen schrauben und einfach genießen und es so genießen, wie es eben kommt. Und mein nächster Tipp ist dann so für die ersten Wochen, weil da wird dann euer Hirn auf Hochtouren laufen. Und ich würde einfach sagen, embrace your under-eye circles. Das mache ich nämlich auch gerade, weil der Wochenendtrip hängt mir noch ein wenig nach. Aber egal. Und ihr schlaft, wenn ihr schlafen könnt, aber schlaft auch nicht, wenn es coole Sachen zu machen gibt. Und hab Geduld mit dir selber. Wirklich Patience with yourself, weil wenn du 15 Mal nicht 15 Mal, vielleicht sagen wir 3 Mal nach dem Weg zum Grocery Store nachfragen musst, dann frag halt einfach nach, weil es ist besser, 15 Mal nachgefragt zu haben, als dann irgendwo lost in the middle of USA zu sein. Und natürlich musst du schon versuchen, so selbstständig wie möglich zu sein und du willst jetzt nicht bei den Gasteltern wie ein Kind rüberkommen, aber du bist in einem neuen Land, neue Sprache, alles neu, die verstehen das schon auch, dass du Zeit brauchst, dich in dieses ganze neue Ding einzugliedern. Und einfach talk. Ich würde einfach so viel mit deinen Gasteltern oder mit den Kindern halt auch oder jedem reden wie möglich. Kommunikation ist da wirklich das Wichtigste in dieser Anfangsphase, weil wenn da dann so kleine Missverständnisse auftreten und die dann irgendwie aber so unter den Teppich gekehrt werden und einfach so, ja, das macht nichts, das werde ich dann später ansprechen, dann schafft das schon so eine ungute Stimmung und das würde ich echt nicht aufkommen lassen. Und ja, es war echt der Anfang, diese ersten Wochen sind so, wow, es geht so viel ab und Gehirn läuft eben auf Hochtouren, wie ich gesagt habe. Und wenn man sich dann im eigenen Haus verläuft und nicht mehr in dem Basement findet, na gut, vielleicht passiert das nur mir, dann zweifelt nicht an eurem IQ, das passt schon alles so. Es ist nur einfach zu viel auf einmal, ein bisschen overwhelmed, das Ganze. Und ja, eben, ja, diese erste Zeit, genießt jeden Moment, wird super aufregend sein, bis dann vielleicht auch mal ein bisschen Heimweh dazu kommt. Und bei mir war es eben auch so, am Anfang, wow, super exciting, nicht mal Zeit darüber nachzudenken, was die da gerade zu Hause machen. Natürlich vermisst man sie und das Herz ist schon ein bisschen traurig, dass da die Lieblingsmenschen zu Hause sind, aber nicht jetzt so, dass man hier depressiv oder im Bett liegen will. Nein, alles ist super und exciting. Und dann so nach 3 Monaten war das circa bei mir, wie es bei vielen ist, gibt es halt da so einen kleinen Downer und ja, ich muss schon gestehen, ich habe mich dann im Bett verkrochen, habe mir meine ganzen Geschenke, die mir Leute von zu Hause mitgebracht haben, so zu mir hergeholt und mit Schokolade und Netflix mich so ein bisschen im Selbstmitleid gebadet und mit Taschentücherboxen meine Zeit verbracht. Und ich finde auch, das ist ganz okay, also das darf man auch mal machen, weil es ist halt einfach wirklich mies, sagen wir so, dass alle deine Lieblingsmenschen gerade zu Hause sitzen und Milliarden von Metern, Kilometern ihr zwei auseinander seid. Also ja, man muss halt dann nur diesen Moment finden, wo man wieder aufsteht, Leute anruft und hier einfach Sachen unternimmt, weil das ist
auch das Einzige, was über dieses Heimweh wieder hinweg hilft, weil hier da zu sitzen und zu versauern, bringt einem eh nichts. Und dann, wenn man Sachen unternimmt, wenn man Spaß hat, dann vergeht das auch wieder, dann freut man sich, dass man da ist. Man hat mit seinen Menschen trotzdem noch unglaublich lieb, aber man kann damit viel besser umgehen. Also, solange du diesen Punkt findest, dann versucht man zuerst in Netflix und dann geht's wieder bergauf. Und ja, es ist echt so ein Rollercoaster. Gibt Tage, wo du sie sehr viel vermisst, Tage, wo du dein Leben hier liebst, wo du es hast, Rollercoaster eben. Und ja, was habe ich noch so zu sagen? Ich rede jetzt da eh schon ziemlich lang, aber ich könnte euch jetzt noch sagen, such dir einen Arzt, bevor du krank wirst, damit du dann weißt, wo du hingehen kannst. Kümmere dich um die Driver's License, deine Social Security Number, such dir die Classes rechtzeitig, damit du eben dann auch wirklich das kriegst, was du willst und bla bla bla. Aber das wird einfach schon alles kommen und das klappt dann auch. Und ein Ding nach dem anderen handelt man dann einfach so, was gerade so zu handeln ist. Und ich glaube, das muss ich jetzt euch da auch nicht erwähnen. Aber was ich, finde ich, schon erwähnen sollte, ist, genieß jeden Moment. Und zwar von Anfang an. Und ja, das hört sich jetzt an, haha, ach wirklich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es ist echt auch für mich noch so mal so ein Reminder, wirklich die Tage nicht, sondern an einem vorbeiziehen zu lassen, weil man lebt hier eben nicht für immer und das hat für mich, also ich habe da schon ein Weilchen gebraucht, bis ich das überrissen habe. Es ist ein Jahresding. Du hast deine limited number of days und die musst du ausnutzen, aus denen musst du das Beste machen und jetzt eben, wo es so ans Ende von meinem Jahr schon bald geht und das allein zu sagen, macht mich wahnsinnig, aber ja, da merke ich, dass ich manche Tage nicht so ausgenutzt habe, wie ich sie ausnutzen könnte. Und natürlich hat man so seine faulen Tage, aber einfach genieß es, weil der Countdown geht ständig runter und du kriegst keine Tage dazu. Es werden eben einfach weniger, Und ja, und da eben jetzt gerade die Au-pair-Season so circa echt vor der Tür steht, wenn man das so sagen kann. Jetzt im Juli, August, September oder eh schon Juni fliegen die Au-pairs aus wie Bienchen, die aufs Blumenfeld ausschwärmen. Und da wünsche ich euch einfach allen so viel Glück, Freude, Motivation und einfach, dass auch alles klappt und dass das auch alles so worked out, wie ihr euch das vorstellt. Und ja, ein wunderschönes Jahr. Und vielleicht kann ja irgendwer da diese Foto-Challenge machen, die ich leider nicht geschafft habe, weil die App habe ich dann nämlich gerade vorher irgendwie gefunden. Aber egal, ein wunderschönes Jahr, weil es ist euer Jahr, dein Jahr. Also macht das Beste draus. Alles Liebe aus Texas. An meine Füße sind eingeschlafen. Okay, ich kann dich echt nicht wirklich. Das ist nicht mehr schön. Aber ich glaube, in meinem Leben hat sich das noch nie so angefühlt.